So, Leute, da sind wir wieder. Wir haben jetzt zweimal so einen kleinen Nieselregen bekommen. Aber heute sollen noch so 15 bis 20 Millimeter kommen. Und die nächsten Tage keine Sonne in Sicht. Also von daher nehmen wir sie jetzt runter, auch wenn das nicht gut laufen wird und wahrscheinlich viel stocken wird, weil die sind richtig klamm, die Köpfe. Ist egal. Was ich auf jeden Fall immer zuletzt festgestellt habe, meistens wird das Stroh doch ein bisschen klammer als die Sonnenblumen an sich. Wir machen jetzt erstmal den Hawe hier voll und dann machen wir nochmal eine Probe. Aber unabhängig von der Probe, wir dreschen das jetzt hier ab. Hier unten ist ein Bereich, da kriege ich die Spritze nicht ausgeklappt. Das ist hier so eine ganz kurze Bahn. Ich will das jetzt hier auch nicht alles wieder um die Haspel gewickelt haben. Weil jetzt, wenn das doch ein bisschen klammer ist, das Material, das hört ja nicht auf zu wickeln quasi. Sonst löst sich das irgendwann auf, aber jetzt wahrscheinlich nicht. Ja, ich habe heute nochmal mich mit dem Schneidwerk erkundigt, warum das halt immer stockt bei feuchten Bedingungen. Ich meine, es ist richtig klamm, es ist richtig stumpf. Zum einen denke ich einfach, weil das so neu ist. Farbe tut gut, Fluss nie gut, muss man ja ehrlich sagen. Zum anderen meinte er, es kann der Winkel des Schneidwerks sein. Also quasi, wenn das zu hoch oder zu tief ist, wenn das nicht schön gerade steht, dann passt wohl nicht die Zusammensetzung zwischen Walze, die da unten läuft und reißt, und den Schneiderungen hier, sagt schnell, den Messern. So. Material kommt an. Staubt sogar marginal. Ich wollte den Korb noch ein bisschen enger machen. Und das, auch mit der Hand löst sich das sehr schwer raus. Rotor noch schneller, aber auf 750. Bei ganz trockenen Bedingungen bin ich auf 500 gefahren. Im Prinzip müssen wir dann gucken, ob man halbe Körner produziert. So, und da stockt es wieder. Und ich kann mir nicht erklären, warum das so kommt. Ich fahre ja relativ langsam und es weist sich ja relativ langsam ein. Und irgendwann bleibt es dann da hängen. Was natürlich sein kann durch den Winkel, dass das Material quasi schon vorher an den Stielen ist. Dass die Welle schon vorher an den Stielen ist und das schon runterzieht und sozusagen die Köpfe schon runterzieht und die bleiben dann stecken. Weil wenn ich rückwärts fahre, ist es meistens so, dass da unten Köpfe drin stecken. Aber das kann natürlich auch alles zwischendurch sein. Ja, wie gesagt, ich habe das in der letzten Folge schon gesagt, wenn ich jetzt zu schnell fahre, dann schafft der Elevator das nicht mehr, weil das Material ist ja natürlich ein bisschen klamm, das rutscht nicht mehr so und ertraglich sieht es auch ja ganz gut aus. Also wir ernten ja oberhalb von 4 Tonnen die ganze Zeit. Das ist super voluminös wie Hafer, rutscht ganz schlecht und von daher schauen wir mal. Ja, ich fahre jetzt erstmal hier durch. Und dann hole ich euch sonst gleich nochmal dazu, wenn ich eine Probe nehme. Rotor also aktuell auf 750 Umdrehungen, Korb auf 26 fahre ich den. Wenn es natürlich super trocken ist, kann man den ganz weit wegfahren. Vor 712, Ober 714 und unter 79. Ganz wenig geht in den Nachdrescher. Wichtig ist, feuchtes Material muss man möglichst sauber dreschen, damit da auch wirklich nichts stockt. Das ist ganz wichtig, weil so Strohreste stocken als erstes und das ist maximal sauber, würde ich sagen. Also wenn eins New Holland Weltklasse gut kann, dann ist das sauber dreschen. Mir hat letztens einer erzählt, der arbeitet bei einer Getreideannahme, schon ein paar Jahre. Und er hat gesagt, man sieht immer, wenn ein New Holland drischt, das ist immer die sauberste Ware. Und das kann sich ja wirklich sehen lassen, oder?
Stehen auch ganz gut. Ist jetzt hier nicht der beste Boden, relativ sandig. Ja, ihr seht, wir haben jetzt hier überall 3 Tonnen am Rand. Das ist ja eigentlich schon mal erfreulich. Gut Leute, ich sag mal bis später. So, während wir jetzt mal auf den Transport warten, mal einen Blick nach draußen. Ziemlich stunke hier, ja, das ist so bei den Sonnenblumen-Dreschen. Wir haben jetzt hier im Bestand tatsächlich um die 5 Tonnen auf dem Hektar. Und ich habe jetzt hier was ganz Interessantes, was ich euch einfach mal zeigen möchte. Und zwar sind hier 2 verschiedene Sorten. Einmal ist ja meine geliebte Mars Seeds 81K. Wirklich eine gute Sorte. Die performt so unfassbar gut, standfest, alles drum und dran. Und zwar guckt mal, wie die den Kopf hält. Hier so schön schräg. Ist mir auch aufgefallen, wenn Sonne raufkommt. Die guckt schön quasi auch ein bisschen dem Wind und der Sonne entgegen. Und die Köpfe werden relativ schnell warm. Mensch, wie der Wind doch das Ganze hier noch trocknet, ne? War vorhin so klamm, als wir hier waren. Und hier auf der anderen Seite ist, ich kann euch nicht mehr sagen, ich hatte nicht genug Saatgut und dann haben die von Mars Seeds mir noch etwas mehr Material gebracht von einer anderen Sorte. Und guckt mal, wie die den Kopf hält. Dieses Abknicken scheint hier eher so ein Ding zu sein bei der Sorte. Und was ich glaube ich nicht so gut finde, dass das quasi hier wie so ein kleiner Schirm jetzt so das Wasser hier drin steht, anstelle von so. Wisst ihr, was ich meine? So kann sie ja viel mehr Wasser sammeln. Die Köpfe sind groß, keine Frage. Hier, wie man das sieht. Die sind ja auch gut mächtig, wenn man sich das hier anguckt. Und auch hier auf der Seite war der Ertrag jetzt ähnlich, also auch 5 Tonnen. Aber dieses Abknicken hat diese Sorte viel, viel mehr. Und diese Kopfstellung hat diese Sorte ja viel mehr in der Richtung. Nichtsdestotrotz ist sie ertraglich stabil und auch sehr gesund im Halm. Das heißt, hier bis zum Ende auch wirklich, seht ihr, sehr standfest. Was man da unten am Boden ein bisschen liegen sieht, ist Wildschaden. Das ist dieses Jahr tatsächlich vermehrt. Die scheinen hier gegen zu rennen und das wegzufressen. Hier überall fressen die dann anscheinend an den Köpfen rum. Sieht man das? Überall nämlich abgeknickt. Letztes Jahr war es zerfressen und dieses Jahr, glaube ich, wenn die Schweine da durchlaufen, brechen die auch einfach anscheinend ab. Ja, hier die Stiele, hier seht ihr, hier sind die ja deutlich grüner. Und wenn man natürlich auch das hier sieht, ne, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Das ist wie eine Lanze, das bohrt sich auch gerne mal in jeden Kühlergrill. Wir machen das eigentlich wie folgt. Wir versuchen eigentlich immer, dass der Transporter in derselben Richtung fährt, wie ich hier jetzt quasi dresche. Das ist in der ersten Runde, in der ersten Bahn nach dem Anschneiden gar nicht so geil. Wir versuchen dann eigentlich, dass wir möglichst rund fahren und dann quasi immer diese Bahn und dann nur noch rundrum, dass auch die Transporter immer in Stoppelrichtung fahren. Weil ihr könnt euch selber vorstellen, hier so ein Speer, der macht ja nicht Halt vor so einem Kühlergrill oder vor einem Hydraulikanschluss, das hat man öfter mal hier. Da waren gestern die anderen Sonnenblumen waren schon ein bisschen abgereifter. So, hier seht ihr auch ein bisschen den Sortenunterschied, ne? 81K und hier deutlich grüner die Stängel. Ja, wie gesagt, ertraglich performen beide richtig gut. Ich kann euch ja einmal nochmal das Gedroschene aus dem Korntank zeigen. Auch hier, wie das nachher mit der Spreu aussieht. Ein paar Körner sind bei, ist logisch. Ohne geht's nie, aber es ist auch gerade, ist wirklich schön abgetrocknet jetzt hier. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, wir quälen uns hier mehr. Aber so sieht die Ware aus dem Bunker aus. Schön sauber, schöne große Körner. Eigentlich sehr zufriedenstellend. Wir machen mal eine Probe. So, gucken wir uns das hier nochmal aus der Kabine an. Wie ihr seht, schöne große Köpfe, schöne dicke Köpfe. Was man auch so sieht, wenn dann mal der Feldaufgang schlechter war. Ja, es scheint hier eine Spur gewesen zu sein, eine Fahrgasse oder sowas. Dann sieht man drumherum gleich bessere Köpfe. Das habe ich, glaube ich, in der AKF schon gezeigt, da wo die EDX so ein bisschen ihre Schwächen dann mal hat bei der Ablage. Dann kann man das mal so kriegen. So, der Ertrag baut sich jetzt gerade hier auf. Muss ja erstmal alles durch die Maschine so ein bisschen. Kommen wir gleich zu. Aber alles in allem ist das ein sehr, sehr homogener Bestand. Seht ihr, geht jetzt auch immer noch weiter nach oben oder beziehungsweise bleibt jetzt erstmal bei 4,2 Tonnen. Und das ist schon sehr zufriedenstellend. Achso, 15% habe ich gerade beprobt. 15% glatt. Macht auch echt Spaß, sowas zu dreschen. Muss ich ehrlich sagen. Wenn der Ertrag gut ist und das läuft alles, dann ist das schon eine schöne Sache.
So Leute, was ein Krimi. Jetzt fängt das hier an zu regnen und das sind die letzten Sonnenblumen. Ich habe Fadi noch aktiviert und Fadi, die alte Speerspitze, hat im Mühe, habe ich gesagt, Fadi ist auf dem Hof, du musst ganz schnell mit dem John Deere kommen. Ich kann nicht warten, sonst schaffen wir das hier nicht. Und das ist so, jetzt fängt das hier wirklich an, im Strömen zu regnen. Ihr seht, das ist hier alles nass. Und das ist mal ein Erntefinale irgendwie, das trifft es dieses Jahr doch irgendwie, ne? Irgendwie haben wir drunter gequält dieses Jahr. War ein schönes Jahr, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Die Ernte, das war mal wieder eine Herausforderung. Wir schließen diese Fläche ab. Moment, da kommt der Berg, muss noch ein bisschen schneller fahren. Mit unfassbaren 4,77 Tonnen pro Hektar. Und das ist beachtlich für Sonnenblumen. Wohlgemerkt, Leute, nur Strip-Till, also organische Versorgung. Dann einen kleinen Starter mit Unterfuß, Schwefelsaures und dann ein Herbizid und dann war es das und dann ist nur noch Ernten. Und das zeigt einfach, dass dieses System einfach auch sehr gut in den Sonnenblumen funktioniert. 4,7 Tonnen, 4,5 Tonnen und 3,5 Tonnen leider die verunkrauteten, aber das war mein Fehler. Ihr seht, da fließen die letzten hin, die letzten Sonnenblumen fließen da raus. Was ein Finale. Wahnsinn. Leute, da ist es. Wir sehen uns später. So, wir holen jetzt gerade hier das Schneidwerk weg und heute Nacht hat 20 mm geregnet. Und das guckt euch mal hier an, Leute, wie rutschig das ist. Nur ein bisschen hier vom Rangieren, also heute wäre gar nichts mehr gegangen mit Sonnenblumendreschen. Und dann möchte ich euch eins zeigen hier von den Sonnenblumen. Wo habe ich mir das präpariert? Irgendwo habe ich mir den Kopf hier hingelegt. Hier. Und zwar die Sorte hat wirklich eine schöne Eigenschaft, muss man sagen. Die dreht den Kopf richtig auf. So voller Körner ist sie. Das ist die ich im Video gesagt habe, 81K von Marseeds. Bei anderen Sorten hat man es teilweise so, dass sie so platt bleiben. Und im Prinzip sahen, sage ich mal, 90% aller Köpfe so aus. Richtig schön gefüllt, richtig schön aufgedreht. Bis in der Mitte rein. Und eins will ich euch noch zeigen. Und zwar jetzt nach den 20 mm Dreschen ist das nur noch Matsch. Und die Chance, dass das jetzt vernünftig trocknet hier im Herbst, ist sehr, sehr gering. Muss man ehrlich sagen. Deswegen bin ich total froh, dass wir das gestern geschafft haben. Und ihr seht ja selber, das wird nicht besser. Was man teilweise sieht, dass es hier dann manchmal ein bisschen anfängt zu schimmeln. Aber das ist ja nicht schlimm, in erster Linie nicht, weil es nicht die Körner betrifft. Denn dazwischen ist in erster Linie noch der Schwamm. Ja? Das heißt, für Futterzwecke oder so gar kein Problem. Hatten wir zum Beispiel unter einem Stück die äußersten 20 Meter unterm Wald. Aber ansonsten trocknen die eigentlich relativ gut durch. Hier auch die kleinen Köpfe, das ist das, was ich meine. Die drehen sich richtig schön auf. So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind jetzt hier in der Halle, wo wir gestern hier die Sonnenblumen abgekippt haben. Da ist die feuchte Ware. Der kleine ist trockene Ware, das haben wir schon bei uns in den Handel gebracht. Wir haben auch noch nicht so viel getrocknet. Wir kippen das nach dem Dreschen erstmal hier ab, als Umschlagplatz sozusagen. Das haben wir heute noch 15 Hektar, die machen wir noch weg. Und dann werden wir ab morgen anfangen zu trocknen. Denn bei der Trocknung ist quasi kein Zwischenlager für Kapazität, da ist überall Getreide drin. Und deswegen haben wir diese Halle und dann die trockene Ware kommt dann in der Seite rein. Gucken wir uns das Ganze mal an, was da hier auf dem Haufen liegt. Und das hat hier alles zwischen 11 und 14%, also das bleibt auch ein paar Tage kalt. Jetzt ist es auch kühl, sodass man das problemlos hier lagern kann. Wir müssen bloß oben aufpassen. Da oben an der Decke, das sind so eine Streben, die man da sieht. Und da muss man ganz vorsichtig hier agieren. Und zum Beispiel, das ist ein riesen Vorteil von Abschiebewagen. Er kann jetzt hier ohne Probleme das Ganze hier runterschieben und dann schiebe ich das mit dem Tellader gleich erstmal hoch.